Hallo und herzlich willkommen zum dritten Videoclip der Model Car World. In den ersten beiden haben wir uns um die Maßstäbe gekümmert und um US-Trucks. Heute geht es um das Fiat-Rennteam, das Werksteam aus dem Jahr 79 mit Fahrzeugen zur Rallye Monte Carlo. Ich möchte ein bisschen einen Ausblick geben auf die Monte, ein bisschen die Hintergründe erzählen. Und da müssen wir oder sollten wir in die 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre zurück. Sandro Munari gewann auf Lancia Stratos von 75 bis 78 von 75 bis 77 alle drei Monte Carlo Rallyes. Im Jahr 78 sollte er das auch tun. Kam aber allerdings eine große Menge an Schnee dazwischen. Die Rallye versank 1978 im Schnee und spülte plötzlich nicht die Fahrzeuge mit der größten PS-Zahl, sondern kleine wendige Fahrzeuge an die Spitze. Die Rallye gewann der Franzose Nicolas auf einem Porsche 911 und gleich danach auf Plätzen 2 und 3 folgten zwei Renault 5 Alpine, beides Fahrzeuge mit gerade mal 130 PS. War nicht mal die Hälfte, was eine Stratos hatte, aber die Wendigkeit und so weiter überzeugte einfach auf dem Schnee und machte die beiden kleinen und weitere kleine Fahrzeuge bei dieser Rallye 78 einfach erfolgreich. Im Jahr 79 lernte man daraus. Viele Werksteams gingen mit kleinen Fahrzeugen an den Start, was zum einen auf die Erfahrung aus dem Jahr 78 zurückging und zum anderen mit der im Raume liegenden Reglementsänderung zusammenhing. Damals ging das Gerücht oder man arbeitete daran, dass die Rallye-Europameisterschaft und die Rallye-Weltmeisterschaft in der kleinen Klasse ausgefahren werden sollte. Und um auf diese Änderung, die ab dem Jahr 1980 greifen sollte, schnell reagieren zu können, hat man bei der 79er Rallye schon sehr viele kleine Fahrzeuge eingesetzt. Bei Ford England war das zum Beispiel Ford Fiesta. Das waren erstmals zwei Fiesta im Werkseinsatz für Ford unterwegs unter Roger Clark und Ari Vatanen. Beide Fahrzeuge ähnelten allerdings einem Ford Fiesta, den Sie von der Straße kennen, nicht, denn die hatten beide die Technik vom Escort drunter, inklusive Heckantrieb. Landeten aber auf Platz beide zwischen 8 und 15 irgendwo. Ebenso wieder dabei die kleinen Franzosen, die Renault 5, auch 2 Stück zwischen 8 und 15 in der Ecke. Und Fiat setzte auf den Ritmo als Fronttriebler und setzte die beiden erstmals bei der Monte Carlo im Werksteam ein. Natürlich in passender Alitalia-Lackierung, wie sich fürs Werksteam des Jahres 79 gehörte. Die Fahrzeuge waren bei der Monte nicht sehr erfolgreich. Per Eklund landete auf 89 und der Italiener Bettega fiel in der dritten Wertungsprüfung schon aus. Also nicht sehr erfolgreich. Die Modelle sind aber trotzdem sehr schön und ich glaube, ich werde mir einen von beiden doch auch in meine Sammlung aneignen. Ist einfach ein kleiner Meilenstein bei der Rallye Monte Carlo. Ein bisschen erfolgreicher waren die beiden Mirafiori, die Fiat 131 von Abarth, getunt. Beide Fahrzeuge hatten später Montesiege zu verbuchen. Im Jahr 79 hat es noch nicht gereicht. Walter Röhrl lag sehr lange auf Rang 3 und hat dann in der letzten Nacht, der berühmten Nacht der langen Messer, in der sich die Rallye Monte Carlo immer entscheidet, einen kapitalen Motorschaden. Er konnte noch im Schritttempo sich ins Ziel schleppen und verlor da aber über eine Stunde und rutschte in der letzten Nacht von Rang 3 auf 83 ab. Landete aber immer noch vom besten Ritmo. Nutznießer dabei war Markku Alén mit seinem Beifahrer Ilkka Kivimäki, beides Finnen, und die dann letztendlich den dritten Platz von Walter Röhrl übernahmen.
ihn bis ins Ziel brachten und bei der Siegerehrung mit aufs Treppchen durften. Soweit die kurze Geschichte zur Rallye Monte Carlo. Eine kleine Geschichte habe ich noch zu den Fiat Ritmo parat. Ich bin auf vielen Oldtimer-Treffen und lese auch viele Zeitschriften mit Bildern von Oldtimer-Treffen. Was ich aber noch nie in den letzten Jahren gesehen habe, ist irgendein restaurierter, überlebender Ritmo auf Oldtimer-Treffen. Dem Ritmo sagt man ja nach, dass er schon im Prospekt gerostet hat und sogar ein Prospekt wieder eingestampft wurde, weil Rostflecken schon im Prospekt abgebildet waren. Woran lag es? Die Gründe sind mittlerweile offenkundig. Man hat damals die Form des Fiat 124 nach Russland verkauft, wo man das Fahrzeug als Lada weiterhin fertigen wollte. Er spielt einen wesentlichen Teil der Massenmotorisierung der damaligen UdSSR. Und nur was die Russen halt nicht konnten, sie konnten nicht in Devisen bezahlen, zumindest nicht in Devisen, mit denen man im Westen was hätte anfangen können. Also wurde ein Naturaldeal ausgehandelt. Die UdSSR bekam für ihren Lada, für ihren Žiguli die 124er Formen und bezahlt wurde, womit? In Stahl. Und da Fiat wegen des neuen Modells des Ritmos einen sehr hohen Stahlbedarf hatte, schien das ein Deal zu sein, der allen nützt und schien eine Win-Win-Situation zu sein. Leider ging der Schuss nach hinten los. Der Stahl, den die Russen damals lieferten, war so minderwertig durch einen überhöhten Altschrottanteil und führte dazu, dass die Bleche extremst rostanfällig waren und sowohl Alfa Sud als auch Ritmo, die Modelle, die damit gefertigt wurden, praktisch weggerostet sind und heute fast nicht mehr existieren. Soweit der Exkurs auch noch in die italienisch-russische Wirtschaftsgeschichte. Noch abschließend kann ich sagen, alle Modelle werden im ersten Quartal 2025 ausgeliefert werden. Was mir hier vorliegt, was Sie hier auf dem Tisch sehen, ist kompletter Serienzustand. Genauso werden die Modelle erscheinen. Die Produktion dürfte fast schon fertig sein. Wir können also pünktlich damit rechnen. Und ich bin sicher, Sie freuen sich genauso auf die Modelle, auf den Exoden hier, den Ritmo, wie ich das tue. Und verbleibe mit den besten Wünschen. Bis nächste Woche. Tschüss.